Ich habe bewusst eine Entscheidung getroffen, mein Kind zu bekommen, ohne dass es einen Vater hat. Ich hab dich! Ich hab dich! Ich hätte einen Partner finden können, ich hätte noch warten können, ich hätte nicht Mama werden können. Ich wollte einfach Mama werden und ich wollte nicht mehr warten. Ich bin Solomama per Samenspende und es ist ganz natürlich, dass mir Männer auf der Arbeit sagen, warum hast du mich denn nicht gefragt? Ich bin Clara, ich bin 36 Jahre alt. Ich erzähle meine Geschichte, wie ich Solomama eines kleinen Jungen wurde, um anderen Leuten Mut zu machen, diesen Weg auch gehen zu können. Ich habe meinen Ex-Mann kennengelernt, als ich Anfang 20 war. Wir waren ein paar Jahre zusammen, waren verliebt und alles hat so gepasst. Und irgendwann war es so der natürliche Gang der Dinge, dass wir geheiratet haben und haben dann auf dem Weg zum Kinderbekommen festgestellt, oder vielleicht habe mehr ich festgestellt, dass das Modell, das wir leben, dass dieses Leben, das wir leben, nicht gut zu mir passt. Ich wollte diese Rolle nicht haben. Ich wollte diese Rolle nicht leben. Hauptsächlich für die Kinder verantwortlich zu sein, hauptsächlich für den Haushalt verantwortlich zu sein, für das Familienorganisatorische. Und trotzdem irgendwie noch einen Job zu haben, weil ich den will. Und das hat nicht zu mir gepasst. Ich wollte das anders haben. Ich habe ja dann wieder angefangen, Leute zu daten und Männer zu treffen und so. Und ich habe mir das mit niemandem mehr vorstellen können. Also nicht in dieser Abhängigkeit. Wir haben zusammen ein Kind, 2 Kinder, 3 Kinder bekommen. Und wir binden uns dadurch aneinander. Das habe ich nicht mehr gesehen. Ja, ich bin egoistisch. Ich wollte ein Kind haben. Ich wollte das Leben mit einem Kind teilen und ich habe mir diesen Wunsch erfüllt. Ich hab Hunger. Das riecht gut. Einmal. Ich hab Hunger. Ich hab Hunger. Oh, was sehe ich da? Was sehe ich da? Ich finde es nicht negativ zu sagen, ich habe da egoistisch gehandelt. Ich habe bewusst eine Entscheidung getroffen, mein Kind zu bekommen, ohne dass es einen Vater hat. Ich sehe daran nichts Negatives. Nicht, weil Väter alle schlecht sind, um Gottes Willen. Sondern weil das eben für mich das richtige Leben ist. Und für meinen Sohn, der es nicht anders kennt, der vermisst nichts, dem fehlt nichts. Und er hat mich bisher noch nicht gefragt, wo ist mein Papa? Aber ich habe schon von der Schwangerschaft an mit ihm gesprochen, habe ihm quasi erzählt, auch so für mich, für die Übung, ne, diese Geschichte zu erzählen, in möglichst kindgerechten Worten, und habe ihm die auch am Anfang am Wickeltisch erzählt und habe gesagt, ich war alleine oder ich war Single und ich wusste schon immer, dass ich ein Kind haben möchte, und ich hatte aber keinen Partner und deswegen habe ich mir Hilfe geholt, weil ich wusste, ich will dich bekommen. Und dann hat mir jemand geholfen. Und jetzt bist du in meinem Leben und ich bin sehr glücklich darüber. Bei der Samenbank, die ich ausgewählt habe, sind die Spenderprofile sehr umfangreich. Also das ist nicht einfach nur 1, 2 Seiten, sondern das, je nach Spender variiert das zwischen 30, 40, 50 PDF-Seiten. Also es gibt ein Babybild von dem Spender. Es gibt eine kurze Zusammenfassung
vom Lebenslauf des Spenders, so ein bisschen, was der mag, was seine Interessen sind, was seine Ausbildung ist. Dann gibt es Anamnesebögen für seine eigene Gesundheit, die Gesundheit ganz enger Familienmitglieder. Also das sind dann in der Regel eben die Eltern, die Großeltern, manchmal auch Geschwister, je nachdem, was eben da ist. Es gibt einen handgeschriebenen Brief und es gibt auch eine 10-minütige Tonaufnahme, die ich mir online anhören kann. Also ich weiß, wie seine Stimme klingt. Also es ist aber auch sehr unemotional. Also das ist ja jetzt nicht so, als würde ich mir da einen Partner aussuchen. Das ist nicht also ich habe mich dabei nicht gefühlt wie Dating oder so, sondern es war schon der Blick auf mein zukünftiges Kind dann. Ja, wie könnte das dann sein, wenn ich diese und diese Charaktereigenschaften lese? Weiß man ja nie vorher. Ich habe mir ja kein Kind zusammengestellt aus einem Katalog. Also ich habe ja nicht gesagt, ich will die Haarfarbe, ich will die Augenfarbe und ich nehme dieses Gen und ich nehme dieses Gen, sondern ich habe mir Menschen angeschaut, die ihr Erbmaterial weitergeben wollen, die geprüft wurden, die ja ausgiebig untersucht werden auf unterschiedlichen Ebenen. Und ich habe mir einen Menschen ausgesucht, der mit mir ein Kind zeugt. Mir wurden keine Eizellen entnommen, da wurde nichts im Labor gemacht, außer dass eben das Sperma untersucht wurde und gekühlt wurde. Aber das war's. Also der Rest hat quasi mein Körper entschieden, was dann da rauskommt. Also den einzigen Eingriff, den ich in die Entstehung meines Kindes gemacht habe, ist, dass ich eben keinen Sex hatte dazu. Dass mir Samen direkt in meinen Uterus injiziert wurde. Das war alles. Das hätte einfach nicht klappen können. Das ist kein Pulli. Na gut. Also am Anfang habe ich mir die Frage öfter gestellt, was hat das Kind von mir und was kann der vom Spender haben? Und es wurde immer weniger, je mehr Persönlichkeit aus meinem Kind herauskam. Als es so anfing, dass er mal erste Worte gesagt hat oder so Mimik und Gestik das erste Mal so herausgestochen ist, da gab es vielleicht mal so Momente, wo ich dachte, huch, das kenne ich nicht, das ist mir neu. Aber also da kann ich jetzt nicht sagen, ist das einfach der Spender oder ist es einfach mein Kind? Ne? Also er ist ja auch ein Mensch. Der ist ja dieser ganz individuelle Mensch. Und das sind vielleicht einfach seine Eigenschaften. Es ist einfach er. Und da mache ich keine Unterscheidung mehr zwischen, ist das jetzt meins, seins, Spender. Er ist einfach er. Solomutterschaft ist ja kein Familienmodell, was mir durch irgendwen vorgelebt wurde. Also zumindest nicht, dass ich es wüsste. Ja? Ich kenne alleinerziehende Frauen, aber nicht so, dass die offen gesagt hätten, sie sind zur Samenbank gegangen und in eine Kinderwunschklinik. Dann wurde mir dein Account von einer deutschen Single Mom zugespielt. Das war das erste Mal, also in meinen späten 20ern, dass ich davon überhaupt erfahren habe. Nee, ich glaube sogar mit 30, ich war 30. Und das war wirklich so, Moment mal, das geht hier in Deutschland? Dann bin ich so richtig tief eingetaucht in ihren Blog, in ihr Instagram-Profil. Und ich habe sie dann angeschrieben und hab ihr gedankt für ihren Blog und habe gesagt, das ist ein richtiger Augenöffner und das gibt mir so viele Möglichkeiten. Danke dir, dass du das so öffentlich gemacht hast. 1000 Dank. Und ich habe dann angefangen, mit Hannah zu schreiben. Oder sie hat mir geantwortet auf meine Dankes-E-Mail. Und dann entwickelte sich da so eine Korrespondenz. Und dann habe ich dieses Instagram-Profil angelegt. Und da dann über meine Gedanken geschrieben oder meine Erfahrungen, die ich dann irgendwann gemacht habe, und habe mir ein Pseudonym gewählt und habe auch mein Foto erstmal nicht gezeigt. Das kam erst sehr, sehr viel später, weil ich eben nicht wusste, wie die Reaktionen im Internet sein werden. Da wollte ich halt nicht sofort sagen, wer ich bin und mich zeigen. Und
weil ich eben nicht wusste, was mich erwartet. Aber auch da ist meine Erfahrung, sagen wir mal, überwiegend positiv gewesen. Also es gab schon komische Kommentare oder es gab schon komische Nachrichten auch, aber nichts, was irgendwie gefährlich für mich gewesen wäre bisher oder so. Und deswegen habe ich dann so ganz langsam, habe ich mal mein Bild gezeigt und dann habe ich ein halbes Jahr später gesagt, wie ich tatsächlich heiße, meinen Vornamen öffentlich gemacht und damit fühle ich mich jetzt ganz wohl. Ja, durch den Tunnel. Stück für Stück. Müsst ihr in den Mund nehmen. Ich habe meine Tante dabei. Tante Rita ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Mensch, die, so wie sie jetzt meinen Sohn hier begleitet und einfach alles mit ihm spielt, so war sie auch für mich in meiner Kindheit. Und die Leonie ist meine Nichte. Leonie hat eine ganz besondere Rolle in unserem kleinen Familienleben. Weil normalerweise hat man ja irgendwie den Vater, der dann da mit in den Geburtsraum geht und da bei der Geburt dabei ist und auch irgendwie den Geburtsplan begleitet. Und dann hattest du mich gefragt, ja, willst du meine Geburtsbegleitung sein? Und ich natürlich direkt so, ja klar, mach ich. Ich war auf der Biebricher Allee, das Handy war vorne in dem Halter und es geht nur so ein Anruf. Und ich sehe so, okay, Clara ruft an. Ich drücke auf Annehmen und es war irgendwie so, ja, Fruchtblase ist geplatzt, Notarzt kommt, es geht los. Und ich weiß noch, wie ich auf der Biebricher Allee so eine 180-Grad-U-Turn gemacht habe, ab in die HSK. Und ich war so schnell da, also viel früher als ich da. Genau. Ich musste ständig sagen, ich bin die Geburtsbegleitung und es gibt in diesem Szenario keinen Vater und ich bin die Person. Und ich muss da jetzt wieder und ich wurde dann immer so ein bisschen komisch angeguckt. Aber ich durfte vor der Tür warten und das Baby als erstes im Empfang nehmen, sozusagen. Und ich weiß noch, ich habe schon Schreie gehört, so typisch. Und ich saß da schon so richtig aufgeregt. Und dann kamen sie raus und haben dann auch wirklich, und das fand ich so schön, haben sie mir ihn auch richtig präsentiert und meinten so, ja, das ist er. Und ich fand es so süß und so schön und ich durfte sogar ganz, ganz kurz sein Händchen so streicheln und habe dir natürlich noch Fotos gemacht, weil ich wusste, wenn du aufwachst, willst du natürlich Bilder sehen. Ich war in Vollnarkose und nach dem Kaiserschnitt und konnte auch musste mich natürlich neu orientieren, musste erstmal aufwachen. Und das war so gut, das war so... Also, das habe ich dir, glaube ich, schon 100-mal gesagt. Ich weiß gar nicht, mein Leben lang werde ich dir dafür dankbar sein, ne, dass du für ihn da warst. Er war nicht einfach nur in fremden Händen, sondern da war jemand und hat ihm gesagt, hier, ich bin deine Familie, du gehörst zu uns und deine Mama kommt bald und so. Und das fand ich einfach nochmal so für meine Psyche auch sau wichtig. Bags last night, pre-flight, 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. Das hat sie mir ja schon ganz, ganz früh gesagt. Und da habe ich erst gesagt, es ist ja schön, ein Kind zu haben, aber du hast alleine die Verantwortung. Und da hat sie gesagt, das weiß ich und das will ich auch haben. Ich kenne sie ja, wenn sie was will, dann setzt sie sich durch. Das ist natürlich schön für sie, ja. Aber ich weiß auch, dass es auch sehr anstrengend ist und dass sie alles alleine immer entscheiden muss. Und sie hat natürlich auch Hilfe durch Familie und so, aber trotzdem, die letzte Entscheidung ist immer bei ihr und die Verantwortung, ja. Kommt mir überhaupt nicht in den Sinn, gerade an Partnerschaft zu denken. Die Vorstellung, jetzt jemanden hier zu haben, also jemand, der bei uns einzieht oder mit dem wir zusammenziehen, das ist
gar nicht innerhalb meines kleinen Universums gerade, dass da noch eine andere Person ist, für die ich irgendwie mitdenke oder die für uns auch mitdenkt, aber es ist gerade so gut, wie es ist. Und manchmal wünsche ich mir, dass ich nicht alles alleine machen muss im Sinne von Einkaufen, Haushalt und so weiter. Also wenn ich es mir leisten könnte, dann würde ich mir vielleicht öfter Einkäufe bestellen oder würde mir jemanden buchen im Sinne einer Haushaltshilfe, die zum Putzen kommt oder eine Person, die mir die Einkäufe macht, die ich nicht bestellen kann oder sowas. Ne? Also da einfach diese Last an Aufgaben, die so groß wird mit einem Kind. Aber ich fühle mich da nicht sozial einsam. Ich fahre nach Hamburg mit meinem Sohn. Wir besuchen die Samenbank und dürfen da noch mal hinter die Kulissen schauen. Ich habe so ein paar Fragen von meinen Followern im Gepäck und ich finde es selber ja auch immer super spannend, da hinzukommen. Und vielleicht schaffen wir es auf dem Rückweg noch, Hannah zu besuchen. Oh, Hamburg. Wir sind gut angekommen gestern und jetzt gehen wir zur Samenbank und stellen noch mal ein paar Fragen hinter den Kulissen. Und ich erzähle euch hinterher, was alles so besprochen wurde. Hallo, Herr Dr. Cordes. Schön, herzlich willkommen. Nehmen Sie Platz. Schön. Ja, vorher habe ich ja schon angekündigt, dass ich so ein paar Fragen für meine Follower stellen möchte zum Thema Solomutterschaft. Ich weiß ja, dass Ihre Klinik Singlefrauen behandelt. Haben Sie eine Idee, warum nicht alle Kinderwunschkliniken in Deutschland alleinstehende Frauen behandeln? Kurze Pause. Nein, da habe ich keine Idee zu. Tatsächlich, also aus meiner ärztlichen Position kann ich das nicht nachvollziehen. Also es gibt für mich keinen Grund, dieses zu tun. Welche Voraussetzungen gibt es denn bei Ihnen, dass, wenn ich jetzt zum Beispiel käme und sage, ich möchte noch ein zweites Kind haben, und erstmal, was wären denn so grundsätzlich die Voraussetzungen, um bei Ihnen in die Klinik zu kommen als Patientin? Naja, Voraussetzungen grundsätzlich gibt es eigentlich nicht. Eine Patientin, die gerne behandelt werden möchte, kann natürlich, wenn es vom gesundheitlichen Zustand keine Kontraindikation für eine Schwangerschaft gibt, kann natürlich jeder behandelt und beraten werden sowieso. Uns ist es halt wichtig, dass die Patientin, wenn sie neu ist und wenn sie noch keinerlei Erfahrung und nicht sich informieren konnte, häufig sind die Patienten gut informiert, aber dass wir zumindest vorbereiten, ein Netzwerk zu schaffen. Rechtlich ist es natürlich ein Punkt, was passiert, wenn Ihnen was passiert oder wenn Sie im Krankenhaus liegen. Wer kümmert sich um das Kind? Gibt es Vorsorgevollmachten und Ähnliches? Das ist uns ein wichtiger Punkt, damit Sie in Situationen, die Sie vielleicht noch gar nicht überblicken können, gut vorbereitet sind. Mhm. Ich finde es super spannend, dass man hier so reinkommt und durch die Scheibe einfach schon das Labor sieht. Hier werden die Samenproben aufbereitet für die Kinderwunschbehandlung und dann gekühlt und gelagert. Und wenn die Samenproben verschickt werden, kommen sie in spezielle Behälter und gehen dann an die Kinderwunschkliniken zur Behandlung. Hi Boris, Hi. Schön, dich wieder zu sehen. Willkommen zurück. Ja, danke. Ich habe gesehen online, dass mein Spender gar nicht mehr verfügbar ist. Ich gucke irgendwie, ich weiß nicht warum, ich gucke immer mal rein. Es gibt so diesen Gedanken, vielleicht gibt es ein zweites Baby und vielleicht auch nicht. Aber wenn ich diesen Gedanken manchmal habe, dann gucke ich manchmal rein und irgendwie letzte Woche war der gar nicht mehr verfügbar.
Was bedeutet das denn? Genau, also das kann natürlich sein, dass der Spender jetzt die Anzahl an Familien, denen er helfen kann, in Deutschland erreicht hat. Und wenn du aber schon ein Kind mit dem Spender hast, sofern da noch Verfügbarkeit ist, dann ist der auch für dich noch verfügbar. Aber das ist natürlich nur, solange er da ist. Er ist aber jetzt nicht für neue Patienten sichtbar. Das heißt, du könntest dann bei uns anrufen oder uns schreiben und dann werden wir für dich die Verfügbarkeit nochmal checken. Boah, das ist ja super. Meinst du, wir können gerade mal gucken? Können wir gucken. Ja, also der hat ja aufgehört zu spenden, aber es sind noch Proben für geschwisterte Kinder verfügbar. Du müsstest dann überlegen, ob du nicht zeitnah dir nochmal Proben bestellst. Du könntest ja zum Beispiel bei uns ins Depot legen und wenn du die dann nicht mehr brauchst, kannst du die dann zurückgeben zu 75% des Preises, falls du die nicht brauchst. Ach stimmt, ja, diese Option gibt es ja auch noch. Was wäre denn, wenn ich jetzt einen Spender nur für mich haben wollte? Gibt's auch, das wäre dann ein Exklusivprogramm. Da gibt's verschiedene Formen von Exklusivprogrammen. Entweder, dass du nur den für dich haben willst oder dass du das begrenzen willst auf zum Beispiel 15 Familien weltweit. Wenn du jetzt sagen würdest, du möchtest auf 15 Familien weltweit begrenzen, dann sind das andere Spender. Dann musst du erst dir einen Zugang erbitten und den bekommst du dann kannst du dir die Spender anschauen. Und dann, das kostet so ungefähr 10.000 € und dann hast du aber auch 10 Proben direkt und gehörst dann zu einem dieser 15 Familien, die mit dem Spender behandelt werden dürfen. Aber das ist schon ein bisschen Luxus dann, ne? wenn man da in diese Richtung geht. Es war ja so, dass Single-Frauen nicht so schnell eine Klinik gefunden haben vor 2018, weil man nicht wusste, ist der Spender jetzt als Vater greifbar. Ne? Und dann hat man im Rahmen des Samenspenderregistergesetzes im Juli 2018 gesagt, so, jetzt bekommt das Kind das Recht auf Kenntnis der Abstammung. Das sichern wir dem Kind mit diesem Register. Gleichzeitig sichern wir aber auch dann, dass der Samenspender juristisch nicht als Vater greifbar ist. Also das Kind nicht erben kann und auch weder der Spender dem Kind gegenüber noch das Kind dem Spender gegenüber irgendwelche Verpflichtungen hat, abgesehen jetzt davon, dass die Identität preisgegeben wird. Und dann erst auch, wenn das Kind 16 ist, ne? Also Wenn er das Bedürfnis hat, mehr herauszufinden, also ob er Halbgeschwister hat, wer der Spender ist, dann werde ich ihn da unterstützen. Und wenn er es nicht wissen möchte, dann ist das für mich auch okay. Also da werde ich dann auch auf seine Bedürfnisse eingehen. Ich möchte ihm nichts überstülpen. Wenn ihn das nicht interessiert, wer das ist, wer da sonst noch so sein könnte, dann werde ich ihn dazu auch nicht zwingen. Zu unserem Weg gibt es viele kritische Stimmen, aber wir in der Community sind überzeugt davon, dass es das Richtige für uns ist. Und deshalb sind wir hier und zeigen, es geht und es geht sehr gut. Ich bin Solomutter nach Samenspende. Natürlich habe ich mein Kind illegal im Ausland zeugen lassen. Ich bin Solomutter per Samenspende. Und natürlich habe ich kein Recht darauf, mal erschöpft oder ausgebrannt zu sein. Ich habe es mir ja so ausgesucht. Ich bin Solomama per Samenspende. Und natürlich wird mein Kind gestört sein und mit 15 in der Psychiatrie landen. Natürlich bin ich eine absolute Ausnahme mit diesem Familienmodell. Ich finde das auch cool. Ja, die hatten alle voll Bock drauf. Das hat mich so gefreut. Also die sind super. Ja. Also es wäre total super, wenn wir noch einen finden, der ein bisschen anders ist. Also du hast jetzt ein paar gesehen und du kannst mir einfach vielleicht nur mal sagen, was du dir so vorstellst und dann sage ich okay oder nicht okay. Ich bin Solomama per Samenspende und es ist ganz natürlich, dass mir Männer auf der Arbeit sagen, warum hast du mich denn nicht gefragt? Ja, also bei uns ist es so, er hatte ja mit 3 hat er das allererste Mal so richtig aktiv gefragt, ist XY, ein Bekannter von uns, ist das mein Papa? So. Und da war ich erstmal total geschockt, obwohl ich natürlich wusste, irgendwann kommt dieses Gespräch. Jetzt, da ist er ja fast 7 und da kommen auf jeden Fall immer mal schon solche Kommentare, ich habe ja keinen Papa. Und da fragen nämlich tatsächlich auch welche aus der Schule, wo ist denn dein Papa? Ist der und der dein Papa? Und dann, nein, ich habe keinen Papa. Der sagt das total selbstsicher. Aber eben nur, wenn das Thema aufkommt. Ich bin so darauf getrimmt, einfach immer wahrheitsgemäß und vollumfänglich zu antworten. Ja, auch so ein bisschen Sozialisierung, glaube ich, dass wir Frauen das so machen. Und
Ja, und ich habe irgendwie gemerkt, das will ich nicht mehr so. Also, und ich will für ihn die Selbstsicherheit, für genau so einen Satz, ich habe keinen Papa und Punkt. Ja. Oder, ne, das ist halt eine volle Antwort. Ich habe keinen Papa. We'll do it all. Everything on our own. Da habe ich gefragt, was ist denn für ihn wert dir eine Auffälligkeit bei ihm? Und dann hat ein Mädchen, die war schon 8 oder so. Und die hatte dann gefragt, wo ist denn dein Papa eigentlich? Da waren wir auf Kur. Wo ist denn dein Papa eigentlich? Und er meinte, nee, ich habe keinen Papa. Was? Ist der tot? Die war total geschockt. Ich so, nein. Und das ist nämlich das, was du meintest vorhin mit dem Einbeziehen. Dann habe ich zu meinem Sohn gesagt, weil sie hatte nämlich dann gesagt, aber das geht ja gar nicht ohne Papa. Man muss ja verheiratet sein, um ein Kind zu bekommen. Das fand ich total spannend, weil sie das ja nicht anders kennt. Und dann habe ich meinen Sohn gefragt, meinte ich so, habe ich mich zu ihm gewandt und meinte, bin ich verheiratet? Meinte er, nein. Und dann meinte ich zu ihr, siehst du, ich muss gar nicht verheiratet sein, um ein Kind zu bekommen. Da meinte eine zu mir, hast du einen Freund? Und die wusste, dass ich ein Kind habe. Und meinte ich so, nee, ich bin Solomutter, ich habe meinen Sohn per Samenspende bekommen. Und dann meinte sie, ja, aber du kannst doch trotzdem einen Freund haben. Und das war so, die wollte das gar nicht wissen. Und ich dachte nur so, und da habe ich mich dann dazu zum ersten Mal so richtig hinterfragt und dachte, ja, mein Gott, es geht gar nicht immer darum. Genau. Ne? Aber das ist, wie du schon sagst, wenn man das tagtäglich das erzählt und Fragen beantwortet von anderen Frauen, die Aber sich was dafür für eine interessieren. klasse Antwort. Ja, das wollte ich gar nicht wissen. Nee, oder ne? ja, Also, nee. ja, aber darum geht es gar nicht. Darum geht's gar nicht. Trotzdem Freund haben. Finde ich super. Ich hatte das Glück, dass ich den Austausch mit Hannah hatte, weil für mich war das schon auch ein bisschen herausfordernd, diese Informationen halt an unterschiedlichen Stellen zusammenzusuchen und habe jetzt über viele Monate ein Konzept entwickelt zu einer emotionalen Begleitung für werdende Solomütter. Es ist nicht so, dass ich dann eine Frau begleite und sage, das Outcome ist, du hast auf jeden Fall ein Kind an der Hand, sondern das, was ich mache, ist, wir schauen uns gemeinsam eben an, ist es dein Modell? Ist es das, was zu dir und deinem Leben passt, zu dem, wie du dein Leben dir vorstellst, zu deinem Bild? Und wie gehst du da durch und mit wem sprichst du wieder darüber? Mein Sohn hat Geburtstag und wir bereiten jetzt den Kuchen vor zusammen. Ich bin gespannt, wie das läuft. Wir haben den zusammen gebacken. Das lief gut. Könnte sein, dass das jetzt eine große Schweinerei wird hier mit der Schokolade, aber es Ich würde lügen, wenn ich sage, ich hätte noch nie darüber nachgedacht, ein zweites Kind zu haben. Ich habe mich immer mit mehreren Kindern gesehen. Und das ist jetzt nichts, was ich speziell an seinem Geburtstag denke. Das ist jetzt sein Geburtstag und hier geht es um ihn. Aber es ist schon ein Gedanke, den ich immer mal hatte. Was ich daraus mache, weiß ich noch nicht. Jetzt diesen Weg gegangen zu sein, ich würde es nie wieder anders machen und ich würde es immer nur noch so machen, weil es einfach der beste Weg ist für mich. I'm movie for you. Dankeschön. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over.